Heute mal ein ganz abwegiges Thema, was jetzt eigentlich so gar nicht mein Bereich ist. Aber ich mache immer wieder mal so unterstützende Videos für das Leben im Ausland, speziell jetzt hier in dem Fall in Thailand. Digitaler Lebensnachweis 2024 lesen wir hier oben. Was hat uns das denn zu sagen? Der digitale Lebensnachweis ist von jedem Rentner jährlich zu erbringen, dass er denn noch lebt. Den Sinn der ganzen Aktion verstehe ich sowieso nicht, weil wenn ein Ausländer im Ausland stirbt, wird der Konsul benachrichtigt und das geht sowieso seine Wege. Aber okay, sei es drum, ist die Bürokratie. Zu diesem Schreiben gehören normalerweise weitere Seiten noch dazu. Da ist unter anderem auch ein Formular dabei, das könnt ihr dann von eurem Konsul in eurer Stadt abstempeln lassen. Hier in Pattaya in Thailand wäre jetzt zum Beispiel das der Herr Dr. Hofer, der das dann macht. Und das Formular kann man dann einfach per Post nach Deutschland schicken. Dieser Brief verschwindet oft, kommt nicht an, wird nicht per Einschreiben geschickt, verschwindet irgendwo. Wer der Schuldige ist, ich habe keine Ahnung, ist mir auch relativ. Die zweite Möglichkeit, die man hat, ist, diesen Lebensnachweis digital zu erbringen hier. Das steht hier auch, digitaler Lebensnachweis. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das in anderen EU-Ländern ist, wenn ihr in anderen EU-Ländern lebt, ob ihr das da auch erbringen müsst. Das Prinzip für den digitalen Nachweis wäre aber dasselbe. Und es dürfte auch weltweit generell dasselbe sein, ob ihr jetzt in Japan lebt oder in Amerika. Den digitalen Lebensnachweis müsst ihr auf alle Fälle erbringen. Und digital ist eigentlich wirklich sehr einfach, wenn man die Einstiegsstolperfalle kennt. Ich habe euch das mal hier angemerkt, den QR-Code habe ich natürlich aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht. Den brauchen wir. Den haben wir da mit dem Schreiben. Den müsst ihr haben, sonst geht gar nichts. Dann brauchen wir als zweites diese Nummer hier oben. Also dieses Schreiben muss euch quasi vorliegen. Wenn ihr das nicht habt, dann ruft da oben an und lasst euch dieses Schreiben eben schicken. Und dann habt ihr eine kurze Beschreibung. Ein Smartphone mit Kamera oder ein Tablet. Das legt euch bitte bereit, das braucht ihr auf jeden Fall. Ihr braucht eine Internetverbindung. Dann braucht ihr eure persönliche E-Mail-Adresse. Auf die müsst ihr auch Zugriff haben. Und ein gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild. Das ist dann etwas spezieller, da gehe ich dann später noch drauf ein. Und dann müsst ihr euch zu Beginn jetzt erst einmal als allererstes die Post-ID-App runterladen. Die gibt es kostenlos im iOS App Store oder bei Google Pay für Android. So, dann gehen wir mal ganz kurz rüber. Auf Android kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, ist aber vom Prinzip dasselbe. Da geht halt in Google Play Store. Hier gehen wir jetzt einfach in den App Store von Apple, gehen auf Suchen. Das ist bei Android auch gleich. Und dann reicht, wenn ihr die oben eingibt, Post Ident. Und dann wird das auch schon angezeigt, kann man direkt auswählen. Und dann seht ihr auch schon hier Post Ident. Das ist hier rechts das oberste. Das machen wir aufklicken. Da könnt ihr das jetzt runterladen und installieren. Das braucht ihr auf alle Fälle. Gut, zurück zu unserem Brief. Mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Das steht ja auch hier nochmal beschrieben. So, jetzt was jeder machen würde. Bitte scannen Sie ausschließlich Ihren persönlichen QR-Code. Oben rechts auf dem Schreiben prüfen Sie sorgfältig, dass Ihr eigener Name unter dem QR-Code zu lesen ist, bevor der Identifikationsvorgang bei dem Postident starten. So, was macht jetzt jeder normale Mensch? Er scannt diesen QR-Code mit der Post-Ident-Nummer, weil ja da diese 8-stellige Nummer zu finden drin ist. Und dann kommt hier etwas, was nicht so ganz zuzuordnen ist, Kopfzeile dieses Schreibens. Gehen wir mal ganz oben, das ist diese Nummer hier, die ist ausgegraut, die habe ich euch ausgeschwärzt, weil aus datenschutzrechtlichen Gründen. Das heißt, wenn ihr jetzt diese QR-Code mit der Post-Ident-ID scannt, funktioniert es, sagt er, die Nummer ist ungültig. Und genau hier liegt das Problem beim Einstieg. Das ganze System funktioniert eigentlich schon hervorragend. Es funktioniert echt gut, muss man wirklich sagen. Wenn man den Trick und den Einstieg richtig raus hat. So, und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Machen wir erst Android, weil das können wir jetzt nur theoretisch machen. Ich kann es jetzt nur theoretisch erzählen, wie es funktioniert. Bei Android ist es so, dass ihr auf Galaxy oder Xiaomi oder so könnt ihr den QR-Code normalerweise nicht mit der Kamera direkt fotografieren, sondern ihr braucht einen QR-Code-Reader. Das ist ein kleines Tool, das müsst ihr im Google Play Store halt runterladen und installieren. Und mit diesem stinknormalen QR-Code-Scanner
scannt ihr hier oben diesen QR-Code. Ja? Dieser QR-Code, der hier mit 1 markiert ist, den scannst du mit dem QR-Code-Scanner auf deinem Android-Phone. Dann wird dir ein Link angezeigt und bei einer nicht bezahlten Version halt darunter noch ein Haufen Werbung und direkt unter diesem Link steht Link öffnen. Das klickst du an und dann kommst du auf die Seite, die ich euch nachher gleich zeige. Bei Apple funktioniert es ganz ähnlich. Bei Apple reicht es, wenn ihr auf euren Handy die Kamera aufmacht, sie auf den QR-Code haltet, dann wird der Code erkannt, beziehungsweise je nach iOS-Version wird euch auch im Display dann angezeigt, diesen QR-Code rente.de DLN öffnen. Dann klickt ihr im Display auf diesen gelben Marker, der euch da eingeblendet wird. Schaut aus wie so ein kleiner Button, da drückt ihr dann drauf und dann kommt ihr auch auf die folgende Seite. Dann kommt hier ihr DLN-Verfahren starten. Okay? Dazu müsst ihr hier alle akzeptieren machen jetzt. Dann steht hier eine Nummer, die ist ja auch hier oben nochmal angegeben. Das ist die Nummer, die wir in dem Brief hatten. Die steht hier oben, die habe ich euch ausgeschlossen, weil die geht euch natürlich jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht an. Ich sage, es ist ein bisschen heikles Thema, dieses Video zu machen, aber okay, wir versuchen das, okay? So, dann haben wir DLN-Verfahren starten. Diese Nummer, die müsst ihr natürlich jetzt abgleichen mit dem vom Schreiben. Dann klickt ihr an Ja, die Referenznummer entspricht. Referenznummer auf meinem persönlichen Schreiben, digitaler Lebensnachweis. DLN starten. So, und jetzt sagt er mir, Vorgangsnummer ist abgelaufen, weil ich das schon gemacht habe. Also für diesen Code, den ich jetzt hier gerade verwendet habe. Ich sage, das ist ein blödes Thema. Ich könnte es euch aus datenrechtlichen Gründen sowieso nicht zeigen. Aber hier wird jetzt quasi euer Name, euer Nachname, euer Geburtsdatum abgefragt, auf der nächsten Seite eure E-Mail-Adresse. Wenn ihr die Daten ausgefüllt habt, dann geht es weiter. Dann bekommt ihr die Nummer, die ihr quasi dann im Post-Ident-ID verwendet. Die wird euch dann auch angezeigt und den Vorgang setzt ihr dann einfach fort. Da muss ich euch leider ins kalte Wasser schmeißen, das geht so nicht. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das eine und zweitens die Nummer ja eh schon abgelaufen, wie ihr jetzt auch gerade seht. Von daher gesehen ist es einfach eine dumme Situation, so ein Video zu machen. Aber es geht eigentlich nur darum, wie komme ich eigentlich dahin, das Ding zu starten. Und so kriegt ihr das hin und dann funktioniert es. Was schwierig ist, ist die Sache mit dem Lichtbildausweis. Ihr müsst also quasi ein Ausweis ein Foto machen. Dann müsst ihr einmal die erste Seite fotografieren und dann die Datenseite. Dazu folgende 2 Hinweise. Die erste Seite, ja, das ist der zugeklappte Pass, die Vorderseite Bundesrepublik Deutschland, Reisepass, das ist die erste Seite. Klingt total bescheuert, ist aber so. Ne? Die zweite Seite wird dann Datenseite genannt, das ist die Plastik-ID-Karte mit eurem Foto und euren persönlichen Daten drauf. Wenn ihr die hochgeladen habt, kommt ihr zum Verifizieren der Hologramme in eurem Pass. Also ich habe es auch nicht geschnallt am Anfang, deshalb erkläre ich das auch nochmal ganz kurz. Den Pass legt ihr auf den Tisch. Dann haltet ihr euer Handy drüber und dann müsst ihr das Handy nach vorne neigen, nach hinten neigen, nach links neigen, nach rechts neigen. Das zeigt ihr euch mit Pfeilen an. Das könnt ihr 3, 4, 5, 6 Mal üben. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es dann geht, dann gibt es daneben einen kleinen Button, jetzt starten. Und in dem Moment, wenn ihr jetzt starten drückt, dann registriert ihr die Aufnahme, die ihr macht. Dann zählt auch die eigentliche Abfilmen von dem Ausweis. Zweites, alle Daten abgescannt sind oder abgefilmt sind, die ihr braucht, ist die Verifizierung dann abgeschlossen und die Sache für euch erledigt. Ihr kriegt dann nochmal eine Bestätigungs-E-Mail und die Sache ist okay. Also es ist nur der Einstieg eigentlich in das Rentensystem und ein paar Tipps dazu, die ich euch mitgeben kann. Und ansonsten, wie gesagt, ja, wenn ihr den Einstieg einfach habt, dann füllt einfach die Daten aus, die ihr eingeben müsst und ihr kommt da super durch. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann, wenn du diesen Kanal finanziell unterstützen möchtest, kannst du das gerne mit einer Spende tun. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei gewesen bist und einen Daumen nach unten für dieses Video könnte ich mir auch gut vorstellen, nachdem ja viel vom Inhalt eigentlich nicht dabei ist. Aber auch, wie gesagt, aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht möglich wäre, so umzusetzen, dass ihr das zeigen kann. Es ist
wäre Nonsens. Es geht ja auch wirklich nur um den Einstieg. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.